Zack. High Five haben wir gerade gegeben, falls ihr euch fragt, was das war. Oh, ich freue mich. Und kannst ihn in eine Schublade packen. Herzlich willkommen zur 67. Folge des Kreativdepot Podcast. Ina und ich sitzen heute vor den neuen Sternstanzen, also für Falzsterne. Die gibt es in A4 und in A5. Wir nutzen mit Hilfe der elektrischen Big Shot die großen A4-Stanzen. Die gibt es in 2 Varianten, einmal mit Sternenlöchern und einmal durchgehend. Und das beides kombinieren wir sogar in einem Stern. Und dabei kommt uns eine grandiose Idee. Welche das ist, das hört ihr in den kommenden Minuten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, das hier ist also wir fangen an mit Moin, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist das Einfachste. Wir fangen von vorne an. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen. Hallo zur 67. Folge. Ina, es geht doch. Es geht doch. Ich gebe mir jedes Mal Mühe. Ja, machst du hervorragend. Ja. Genau, zur 67. Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Und was hast du da im Moment gerade direkt vor dir liegen? Ich mag es nicht sagen, aber Na, ein komm. Cut-and-Emboss-Folder. Oder auch, man kann auch sagen, ein Prägefolder. Der schneidet halt. Ja, wir haben ja letztes Mal erzählt, dass wir jetzt am 13., 14., 15. in Hagen sind. Ja, genau. Unter dem Motto Sterne. Und wir stellen da unsere neuen Faltsterne vor. Und Marion hat gesagt, weil das letzte Mal so gut geklappt hat, sollen wir das doch heute mal machen. Guck mal, tatsächlich. Das hat prima geklappt, letzte Folge. Ihr erinnert euch. Ich bin gerade sehr traurig. Nee, das musst du nicht. Doch, was sollen denn die Leute denken? Das war eine unterhaltsame Folge. Es sind ja nun mal einfach nicht alles funktioniert. Oh ja, aber vielen, vielen Dank für die super, super lieben Kommentare, die Ja, ihr wirklich. geschrieben habt. Das hat mich so... Also mir ist so ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Nicht weil nur mir, dir. Weil mir das so unangenehm war. Und ich habe mich total gefreut, dass ihr da echt Verständnis für hattet. Und ich mag Prägefolder nach wie vor, aber kein Schickimicki damit. Die werden Einfach bei nur mir- prägen. Nur prägen. Da werde ich dranbleiben. Ich möchte noch dazu sagen, also als wir die Aufnahme hier beendet haben letzte Woche, da warst du wirklich gefrustet. Ich war in und Tränen Piet, nah, ehrlich. wir müssen was anderes machen. Wir müssen das nochmal machen. Lass uns morgen Ja. nochmal treffen. Ich sage, nee, morgen kann ich nicht. Das wird nichts. Ich habe diese Woche keine Zeit mehr. Und ich muss das ja auch noch alles schneiden. Und das muss Sonntag hochgeladen sein. Das schaffen wir nicht. Ich werde es jetzt fertig machen. Ja, aber denn nur 20 Minuten. Ich sage, nein. Und wir hatten etwas über eine Stunde aufgenommen. Ich sage, nein, ich lasse das meiste davon drin. Oh ja. Man soll ruhig mal unser Scheitern hören. Und ihr habt uns da, oder mir da vor allem, in dem Fall recht gegeben. Allein auch an den Kommentaren. Hier ist nichts katastrophal, liebe Ina. Außerdem ist es völlig egal, was die Leute denken. Ich finde es mega, dass ihr euch getraut habt und die Folge veröffentlicht habt. Ja. Unter anderem zum Beispiel. Ja. Es war sehr unterhaltsam und jeder versteht euren Frust. Oder das kam ein paar Mal so vor, von wegen, das wäre traurig gewesen, wenn ihr das nicht veröffentlicht hättet. Oder das wäre schade gewesen, dass ihr es nicht veröffentlicht hättet. Weil niemand ist perfekt. Nee, Das ist nun mal einfach stimmt. so. Aber wenn du das natürlich so hast, und ich hatte einfach echt Angst, dass da doch irgendwas Fieses kommt. Ich glaube, deshalb Nein. war ich auch so glücklich, dass wegen wirklich so nette Kommentare. Und wir werden jetzt wieder unser Bestes geben. oder? Das sowieso. Aber ich würde auch sagen, unsere Community kann, glaube ich, nicht fies sein. Also, Nein, glaub aber ich man hat eigentlich ja nicht. immer so ein bisschen Angst. Ja, natürlich. Ne? Und das gibt ja, die können das wegstecken. Ich bin eher der Typ, der nicht so wegstecken kann, also der sich dann schon Gedanken macht. Aber deshalb war ich froh und fand es dann auch gut, dass du es gemacht hast und mich nicht mit mir einen neuen gemacht hast. So. Und es ist eine unterhaltsame Folge geworden, finde ich. Das stimmt. Okay, aber wie gesagt, Prägefolder bleibt, aber nur noch ganz simpel prägen. Und wir haben jetzt hier diese
Falzsterne. Genau. Da haben wir jetzt die große elektrische A4 Big Shot vorne stehen, weil das auch A4 Stanzen sind. Genau, der 5-zackige ist sogar 40 Zentimeter Okay. nachher. Und die passen nicht durch die kleine. Wir haben auch einen kleinen, das ist dieser hier. Der hat dann 27 Zentimeter, auch 5 Zacken. Und dafür gibt es dann eben auch diesen, von dem wir eben gesprochen haben, von diesem Cut and Emboss Folder. Also da ist dann frohe Stimmt, ja. Weihnacht Das ist die drauf. passende Maße. Genau. Ja, genau. Ne? Die könnte man dann unterschiedlich, man kann das Embossed damit rein, geprägte damit reinmachen und den Rest ganz normal. Ich würde sagen, wir versuchen den großen. Ja, gerne. Nun haben einige unserer Designer das ja schon gemacht und ich habe mir Tipps geholt. Ich selber habe es auch noch nicht gemacht, wieder mal. Aber diesmal bin ich etwas optimistischer, ehrlich gesagt. Ich auch, wenn wir Papier hätten. Haha, habe ich doch hier hinter mir. Und ich Du hast hier gerade was frisch geholt. Ja, genau, ich habe was mitgebracht und ich fand rot gepunktet ganz toll. Du nicht. Ich habe die Rückseite gesehen. Ich mag die Rückseite gerne. Ja, aber mit Streifen ist das, glaube ich, schwierig, oder? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Dann müssten wir die immer ganz genau. Ich glaube, bei Punkten. Nee, bei Punkten, da hast du recht. Das ist dann sonst figelinische Arbeit. Ja. Aber ich mag das Gestreifte. Jetzt müssen wir nur mal gucken, Piet, wie viel brauchen wir denn? Ja, wir brauchen tatsächlich für ein Blatt. Wahnsinn. Also brauchen wir, weil wir machen einfach mal, oder? Wir machen einfach mal. Ich schneide das mal eben zurecht. Ja. Also wir haben jetzt das Basic Papier Chili Rot. Genau, Beziehungsweise breite Streifen. wir nehmen aber die Punkte. Ne? Ja. Ich bin eigentlich auch eher der Streifentyp. Also ich mag Streifen auch total gerne, aber in diesem Fall, glaube ich, sind die Punkte ganz cool, weil du nicht auf das Muster achten musst. Weißt du? Ja, da hast du recht. Andere Platte? Oh mein Gott, ich bin gespannt. Okay. Also die passt aber auch wirklich ganz genau rein, Ja, ne? ja, allerdings, das sieht man. Also, sie ist ein bisschen lauter, aber... Was? Aber anders geht es nicht. Ich hatte auch mal eine zum Kurbeln, aber die habe ich abgegeben. Also, Das müssen wir jetzt alles falten. Genau, wir haben hier jetzt quasi, wird das eine Zacke. Das heißt, Das Klebelasche. Genau, wir falzen das nach außen. Ja. Doch andersrum. Doch andersrum. Also, guck mal, geht schon wieder los, ne? Aber so sieht's gut aus. Dann haben wir diese Falz. Klebelasche, ja. Genau. Und dann kleben wir das nämlich so zusammen. Und dann haben wir schon den ersten Zacken. Oder eine Schultüte. Und sieht aus wie eine Schultüte, genau. Willst du das mal Ja, kleben? ich klebe das mal, ja. Entweder mit doppelseitigem Klebeband, würde ich, glaube ich, machen, Piet. Ach so, ja. Weil das Jetzt dann... hast du jetzt den weißen Bastelkleber aus Art Attack wieder genommen. Und richtig schön hier überall ran bis ans Ende. Und dann haben wir quasi die erste Zacke. Wie viele Zacken willst du machen? 5 oder wollen wir 6, 7 machen? Ich würde gern erstmal einfach 5 lieber machen. Okay. Wie es quasi angegeben ist. Das wird schon ein Hoshi. Ja. Ich glaube, das reicht. Wir können ja sonst auch, wenn wir das soweit haben, nochmal schauen, oder? Ja, natürlich. Okay. Wir müssen es dann ja noch Willst nicht du zusammenfügen. wir haben jetzt einen Zacken genommen, der ganz uni ist. Willst du dazwischen einen mit den Löchern machen, oder? Ja, gerne. Ich überreiche dir das mal hier. Ja. Einmal mit Papier sogar schon. Ja, sehr gut. Und- Ich finde die ja mega, ne? Ich finde die ja richtig mega. Also ich hatte bei Was jetzt? die Sterne, Ach so, ja. die sehen richtig toll aus. Ich hatte das ja schon gesehen bei meiner Kollegin, die hatte Bilder bekommen und die sehen richtig toll aus. Oh, hoffentlich werden die was, weil Ach, die klar. würde ich nämlich gerne auch mit meiner Mutter machen. Ja. Jedes Jahr bastel ich nämlich mit meiner Mutter und ihrer Freundin immer mit den neuesten Sachen, die wir so haben, Weihnachten. Und wir haben eigentlich schon so ganz nette Sachen gemacht. Ja. So 1, 2, 3, 4. Ein noch. Ein noch? Ja. Dann haben wir 5.
Okay. Ja, für uns war das ja auch immer so Standard, kurz vor Weihnachten, so ab Oktober ungefähr, fing meine Oma immer damit an, Fröbelsterne zu fummeln. Ja, hatten wir letztes Mal schon das Thema, ne? Jule macht ja Fröbelsterne und ich mag die so gerne. Ich habe mir ganz doll vorgenommen, mich damit hinzusetzen und das zu üben. Ich glaube, das kannst du schon so Ach so, ja. zusammen. Die kommen nach außen. Und was zum Beispiel auch bei uns immer dazu gehört, ist so ab Totensonntag darf man ja offiziell Schmücken. Weihnachtsbeleuchtung machen und dann kommt nämlich bei uns immer der Herrenhuter Stern in den Flur. Erklär mir den Herrenhuter Stern. Das ist ungefähr fast genau das, was wir jetzt gerade basteln. Also der hat immer ganz große, ich sage jetzt mal, Schultüten Ja. und kleine und der wird zusammengesteckt. Ja. Mittlerweile gibt es den auch aus Plastik für außen, dann ist das in einem Guss. Und Ach, ist das wie so ein Nordstern? Weil den Ja, genau. Den haben wir nämlich auch. Und den haben ganz viele Leute, eigentlich vor allem in den 70er, 80er Jahren, sich in Flur oder irgendwo hingehängt. Ja. Und ja, unser ist jetzt in die Jahre gekommen. Der ist so alt wie ich oder noch älter. Den haben wir auch, ja. Den finde ich auch gut. Ich gebe dir die nächste Zacke. Ach so, der ist aber ja noch 3D-mäßig, ja. Ja, und so ist der auch, so hängt der seit 1822 bei uns im Flur, immer zu Weihnachten. Ist klar, Piet. 1822. Nee, aber seit den 70er Jahren auf jeden Fall. Ich mache Fotos. Ach ja, das wollte ich noch kurz anmerken. Liebe Community, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr die Bilder seht, nicht erschrecken, der Piet ist jetzt im Moment blond. Ich habe bis jetzt noch nicht, aber dann muss ich jetzt... Du siehst echt... Ich war ja auf dem Heidepark Festival Ja. und da habe ich den ganzen Donnerstag noch mit meinem besten Kumpel drüber gegrübelt. Ich sag, ich hätte echt Bock, mir mal wieder die Haare zu blondieren. Hab ich immer gemacht. Du konntest dir die Uhr nachstellen. Du hast die immer blondiert? Immer. Als 16, 17, 18, 19, 20-Jähriger hatte ich immer zum Sommer blonde Haare. Immer. Meine Ex-Frau hat da so einen Aufstand von mal gemacht. Hä? Wie alt bist du eigentlich? Ich sag, ach so, Frauen dürfen bis zum Todesalter sich die Haare färben, wie sie wollen, bis zum Berserker, aber Männer dürfen das nicht, oder wie? Nee. Ich sag, das ist doch meine Sache und sind meine Haare und mein Kopf und wenn ich da Bock drauf habe, nee, ich fand sie nie gut. So, und jetzt habe ich gesagt, so, es ist mir egal, ich hab Bock auf blond. Dann sagte mein bester Kumpel, der sich ja auch gerne mal als Captain Jack Sparrow verkleidet, Ja. er würde gern wieder Lidschatten tragen und Fingernägel wieder lackieren lassen. Ja. Was hältst du vom Blau? Ich sag, ja, finde ich eine geile Idee. Ja, dann würde ich auch blaue Schnürsenkel nehmen wollen, sagt er. Aber blond bei dir finde ich irgendwie ein bisschen schon fast wieder langweilig. Ja. Wir fahren zu einem Festival, Piet. Ich sage, was hältst du davon, wenn ich mir da ein bisschen Blau reinsprühe? Es gibt doch diese Sprühfarbe, die kannst du direkt wieder auswaschen. Ja. Ja, dann mach mal, da holen wir was von. Und dann mache ich mir da auch blau in die Haare. Ja, gesagt, getan. Dann also die Haare blondiert. Da halt beim Rossmann geguckt. Nee, keine Sprühfarbe. Nachgefragt, nee, das ist nur Karnevalsartikel, haben wir so nicht. Und wo habt ihr es gefunden? Dann bin ich zum Teddy. Das ist ja so Rudis Resterampe. Ja. Ja, wir haben Sprühfarbe. Yes, denke ich. Ja, pink, grün, Glitzer. Ich sage, nee, ich brauche blau. Ja, wir haben auch Blauglitzer. Nein, ich brauche einfach nur blau. Ja, aber grün wäre sonst blau. Ja, sagt sie, ich kann aber ja sonst mal in Buxtehude anrufen. Ja. Da ist ja auch noch wieder so eine Filiale. Vielleicht haben die ja was. Sie da angerufen, ja, eine Dose blau haben wir noch. Sagt sie dann zu dem Kollegen, ja, dann bitte sicherstellen, da kommt gleich einer extra aus Horneburg angetobt und will die haben. Okay. Und Tatsache, die letzte Dose blau. Was ihr für einen Aufstand gemacht Das habt. war mir egal, das war es wert. Es sah ganz cool aus. Ich fand auch das Blau sah cool aus in den Haaren. Aber muss ich jetzt nicht auf Dauer haben. Das Blonde ist egal. Die Haare sind kurz. Zur Not schneide ich sie mir wieder auf Glatze. Wenn du es nicht mehr leiden magst, meinst du? Ja, vor allem, weil morgen haben wir Theaterprobe. Die allererste. Und dann wird bestimmt, ich weiß es jetzt schon, der Regisseur nörgeln. Aber das ist ja noch nicht, ist ja nur Probe, oder? Richtig, vor allem die Aufführungen sind im Januar. Ah, bis dahin. Bis dahin habe ich die Haare bis zum Po. Also So schnell geht das nicht. Aus Erfahrung weiß ich das. Ja, ich habe sie mir auch mehrmals lang wachsen lassen. Glaub mir, ich habe frisurentechnisch alles durch. Aber auf jeden Fall, und ich spiele einen Bundeswehrsoldaten, der wird sowieso kurz geschorene Haare haben. Da ist das eh Ja, egal. das stimmt.
Guck mal, da kann man durchschauen. So, jetzt So, haben das wir war jetzt die Schablone mit den Löchern. mit den Sternen, ne? Das sind kleine Sterne. So, die mache ich Sterne. mal alle auf den Fußboden. Ich muss saugen nachher, wenn du weg bist. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Miele Tango. So. Okay. Jetzt falten wir die mal schnell, Piet. Ganz flott. Nee, flott kann ich nicht. Ich bin so gespannt, ob wir das jetzt schaffen. Ja, ich auch. Ja, komm. Also, ich glaube, die sehen richtig cool aus, ehrlich. Und das ist ein richtig hübscher Stern. Einmal scheitern reicht Ihnen. Ja, Zumindest für dieses Jahr. ja. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr können wir wieder noch mal so eine Pleiten, Pech und Pannen-Serie machen oder Folge. Meine ich. Müssen wir aber. Müssen wir nicht, Nein. aber die Hörer haben uns recht gegeben. Man darf es ruhig mal zeigen, dass es auch mal nicht alles so glatt läuft. Ja. Ich bin ja so ein Typ, wenn das nicht so läuft, ne? Dann Oh, ja, ich auch. schmeiß ich das auch gerne mal in die Ecke. Ja. Gut, da musste ich mich ja nun zusammenreißen letztes Mal, aber am liebsten hätte ich es gemacht, ehrlich. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich gesagt, so ein Scheiß, weg damit. Nee, ich hätte einfach alles bockig stehen gelassen und hätte mich an den Fernseher gesetzt. So, jetzt Oder mache ich so. meine Lieblingsserie an und schmoll. Heute mache ich gar nichts. Komisch, wie man dann so reagiert, ne? Eigentlich schon wie ein Kind. Aber Ja, irgendwann ist auch mal gut. ja, da hast du recht. Hier, ich falte und du klebst. Was hältst du davon? Das klingt nach einem Teamwork. Ja, ich wollte Warte, sagen, dann okay, musst falsch du. gemacht. Ich glaube, hier oben sind dann so, die sollen nach außen geklappt werden. Wenn wir Dann die soll man aneinander den. kleben Die. oder ineinander stecken. irgendwie. So, ja, aber die sollen geklebt werden. Ja, Ne? ja, aber also klar, die Klebelaschen, aber dann ja genau, doch jetzt. So rein, ne? Oh, Piet. Also bis jetzt Ich finde es jetzt schon toll. wollen wir Das heißt, der nächste müsste jetzt eigentlich schon der mit den Sternlöchern sein. mit weg. Ja. So 1, 2, 3, also wir haben ja nur 5. Ja, wollen wir noch ein paar mehr reinmachen? Komm. Wollen wir 7 machen? Wird das nichts. Obwohl dann werden einfach nur die Flügel schmaler, oder nicht? Ja, ich glaube. Also dann wird es. Von mir aus, ja. Nee, komm. So wie du sagst, erstmal 5. Okay. Wer weiß, wie es uns. Wir können es dann ja mal versuchen, Ja. das so zusammenzuhalten und dann mal gucken, wie das aussieht. Oh, das war jetzt nach 20 Jahren, Entschuldigung, wir haben 2024. Ja. Nach 21 Jahren das erste Mal wieder auf einem Festival. Echt? Und das war so toll. Vor allem der Bass. Oh mein Gott. Wir standen die erste Zeit da in so einer, ich nenne es mal Bierbude, Ja. bestimmt 200 Meter von der Hauptbühne entfernt. Haben erstmal Vincent Weiss begeistert zugehört. Oh, Der toll. war ja auch da. Ja. Richtig sympathischer, cooler Typ. Und dann zur vorgerückten Stunde, wenn es dann auch dunkel wurde, dann kamen die ganzen Techno-Künstler, sag ich jetzt mal. Ja. Hardwell unter anderem. Das ist ja nicht so meine Musik. Aber Ah, meins ja. So zwischendurch muss das auch mal drücken im Gesicht. Und alto Belly war das ein Bass. Und mit riesen Feuerwerk dann, auch dann zum Abschluss, als er dann fertig wurde. Ein riesiges Feuerwerk und Das eine riesige hatte- Lasershow. die hatte Svea im Status, da habe ich das gesehen. Die war ja auch da. Das war echt toll. Und ich hatte meinen Nichten versprochen, mit denen nächstes Jahr auf ein Festival zu gehen. Wir sind jetzt noch am Überlegen, ob wir den Deichbrand nehmen oder Hurricane. Sind ja Geschwister. Ja, ne? Deichbrand und Hurricane gehören zusammen. Ja, aber sind die immer Musik ist ja trotzdem anders. Etwas anders, ja, aber die Veranstalter sind die gleichen. Ah, okay. Die gehören zusammen. Guck, das wusste ich auch noch nicht. Und ist auch oftmals parallel, dass das Deichbrand und Hurricane entweder am selben Wochenende laufen oder ein Wochenende nacheinander. Ich glaube, dass die hintereinander waren dieses Jahr. Und die Ja, genau, letzten dieses Mal Jahr, auch. genau. Einmal war es, glaube ich, parallel, da haben sich ganz viele beschwert. Ja, klar. Verstehe ich. Ich auch.
Also auf Weil dem ich, entscheiden Deichbrand war ich auch einmal. Nee, dafür möchte ich eigentlich auch noch mal gerne hin. Und wir gucken jetzt, was läuft und dann dürfen die sich aussuchen, wo wir hinwollen. Ja. Ich habe gesagt, ich fahre mit. Mal gucken, ob die mich dann überhaupt noch dabei haben wollen. Klar. Wie alt Aber bin ich bin jetzt... Ja, was denn? Bist du auch erst 27? Aber danke. Also ich bin jetzt auch in so einem Alter, wir haben Bekannte bei uns, Freunde von mir, die sind absolute Wackenjünger. Ja. Die machen das aber nicht mehr mit dem Zelt, die fahren mit dem Wohnwagen hin. Ja. Und mittlerweile muss ich sagen, wäre ich dann auch diese Fraktion. Also auf keinen Fall liege ich da im eigenen Saft gegart, wenn es so ein Hochsommer wieder ist. Ja, nee, das Zelten. Im Zelt, aus dem Alter bin ich nur wirklich raus. Ja, Dann das muss es ist auch ein raus. Wohnmobil sein, irgendwo geliehen oder ein Wohnwagen zumindest. Oder, was auch geht, das habe ich jetzt bei einem ehemaligen Arbeitskollegen gesehen, der hat einen Anhänger einfach bestückt Oh, cool. als Wohnwagen. Ja, meine Schwester und ihr Mann, die fahren mit dem Bus. Ja. Also und da ist dann die Matratze. Ja. Okay. Jetzt haben wir die 5. Die Zacken, ich fotografiere nochmal, die sehen gut aus und wir sind richtig flott damit gewesen. Ne? Ja. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe ja erst gedacht, bevor wir weitermachen, Ja. ich habe ja gedacht, oh, cooler Stern, den mache ich mal und habe die dann so aneinander geklebt. Ja. Weißt du? Ja. Also die ganzen Segmente. Ja, genau. Und Einfach. habe dann gedacht, dann machst du das nochmal und klebst das dann dahinter. Ach so. Ja. Aber ich habe dann ja schnell gemerkt, dass das war so ein Objekt, was ich dann in die Ecke geschmissen habe. Weil das irgendwie so komisch war. Und dann hat Marion mir gesagt, nee, so musst du es auch nicht machen. Du musst es so hier machen. Und dann habe ich gedacht, okay. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass wir das zu zweit machen. Dann ist man auch nicht ganz so gefrustet. Jetzt nicht klappt. Und bis jetzt klappt es doch hervorragend. So, jetzt haben die ja so, die haben so Laschen. Und die werden dann mit Kleber quasi da so reingeklebt. Ja, wollen wir probieren? Ja. Ich würde sagen, ja. Du siehst aber auch aus mit dem blonden Schopf. Also meine Arbeitskollegen lieben das. Die sagen, steht dir. Ja, Ist eine Off-Flott-Frisur. wie von einer Boyband irgendwie so. Oder so. Es macht mich einen Ticken jünger Ja, das stimmt. und es ist halt eine Off-Flott-Frisur. Oh, ne, was? Eine Off-Flott-Frisur. Man sieht dich und denkt, oh, flott. Den Begriff habe ich noch nie gehört. Och, flott Frisur. Ich klau mir, ne? Ja, dafür sind sie da. Ich bereite hier gerade Klebestreifen schon mal vor in Serie. Wir brauchen ja jetzt ein paar. Wir brauchen 10 Stück, ne? Ja. Einen hast du gemopst, also 2. Ja. Ich bin so gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen hier. So. Ah. Das Einzige ist, ich muss mal nach dem Mikrofon gucken. Ob das Aber da ist noch alles in Ordnung. okay, pass auf. Ich probiere es jetzt mal hier. Okay? Ich habe den Klebestreifen abgemacht. Das ist natürlich jetzt kriminell, wenn du den abmachst. Wenn er klebt, dann klebt er. Ja, Das eben. ist ihm auch egal, was ihm da vorkommt. Ob Okay. Finger oder Papier, das ist ihm egal. Okay, pass auf. Gut, oder? Das sieht doch schon gut aus. Oh, guck mal. Sehr schön. Oh, heute ist es wieder so warm, oder? Schwülwarm. Das soll ja auch noch ein Donnerwetter geben, haben sie angedroht. Also Das heute soll war... heute noch scheppern. Ja? Ja, ich bitte auch drum. Und morgen vor allem, Warum? weil es so ist, weil es Ach Gewitter geben so, soll. ich dachte, morgen soll es unbedingt gewittern. Weil Nee, du das es soll den ganzen Tag Gewitter und Regen geben und heute Abend soll es eigentlich damit losgehen. kommt Ich bestimmt bin auch in der nicht Nacht. böse drum. Zum einen liebe ich Gewitter, Ich auch. solange es nicht bei mir einschlägt. Ist ja schon vor kurzem passiert. Bei uns auch. Receiver kaputt. Ja, Router kaputt. Ja, genau. Oder Router. Und ich saß gerade vor meinem Lieblingsfilm. Das war auf den Sonntag auch noch. Und ich hatte Zurück in die Zukunft geguckt. Ich liebe diesen Film. Ich kann ihn auswendig. Ich habe ihn bestimmt schon 78 Mal geguckt. Es ist mir egal. Ich gucke ihn auch ein 79. Mal. Zurück in die Zukunft. Ja, den habe ich aber früher auch gerne geschaut. Und auf einmal den Rabauz. Und das war ein Ja, Knall. bei uns auch. Und ich habe, das habe ich bestimmt sogar schon mal erzählt, ich habe einen Käse
von Sascha Grammel, dieser Puppenspieler. Kennst du bestimmt, ne? Mit Josie, der Schildkröte und Ja, ich glaube. diesem Ja, Frederik von, ich weiß nicht mehr wie er heißt, der Ja. bunte Vogel. Und der hat auch holländische Käse. Okay. Und der kann nur Nee sagen. Der sagt nichts anderes als Nee. Und den gibt's zu kaufen für den Kühlschrank. Ja. Wenn du also die Kühlschranktür aufmachst, nee. Der stand auf dem Kühlschrank, weil er mir irgendwann auf die Nerven ging. Ja. War aber immer noch eingeschaltet. In der dunkelsten Ecke, die ich in meiner Wohnung habe, da kommt kein Tageslicht hin. Ja. Der löste aber bei diesem Gewitterknall aus. Nee. Und bei diesem Blitz. Also da merkst du mal, was für eine Gewalt da in diesem Licht dann auch drin ist. Und auf einmal blieb denn mein Film stehen. Okay. Ich denke, oh nö. Ja, und dann geguckt und es roch auch verspurt bei der Kiste. So, den nächsten machst du, Entschuldigung. Ja, Oh, dideli. und das war's dann mit meinem Bruder gewesen. Hast du beide schon abgemacht? Ja. Ah, das war, Das glaube war ich, nicht nicht so so gut. schlau. Nee. Obwohl, doch, so geht es. Also, nur damit man das nochmal sieht, man klebt es so da rein. Und das sieht mega aus. Okay, die Zacke ist schon ein bisschen, weil wir hier rumgealbert haben mit dem Ding. Ist die ein bisschen angeditscht? Ja. Oh. Hast du? Ja. Jetzt kommt der tricky Part. Ja. Die Hochzeit des letzten Zackens. Da müssen wir jetzt da schon mal das... Ich halte mal fest, willst du mal eben das Klebeband da rein friemeln hier unten? Ja, ich überlege gerade, wie machen wir? Machen wir das erst hier oben rein? Ja, ne? Ja. Ja, ich glaube ja. Obwohl eigentlich egal, oder? Na, wir machen es mal jetzt. Ich weiß nicht. So, und dann... Jetzt kannst du den. Nee, kannst du nicht. Ah. Oh, warte mal. Ah. Man kann ihn so zusammenfalten. Ja, super. Könnten wir doch noch eine Zacke, wenn wir wollen, was? Wollen wir aber nicht, ne? Nee, 5 sind gut. Halt mal so bitte fest. Ich denke nur gerade, Soll ich den noch mal eben machen? ob du nicht sogar eine Seite nicht klebst. Aber ich glaube, dann flutscht der raus. Meinst du? Weil so könntest du ihn perfekt nach Weihnachten verstauen. Da hast du Zusammenfalten recht. und- Weißt du, was wir machen? Wir machen den hier mal eben fest Ja. und dann gucken wir einfach mal. Wir müssen Wir ja nicht probieren's die- mal aus, ja. Genau. Zumal denke ich jetzt so, wenn du nur den jetzt mit den Sternlöchern benutzt Ja. hättest, die Stanze, Ja. dass du die Möglichkeit hast, da eine Lichterkette reinzupacken und dann auch mal die Batterie zu wechseln oder ein elektrisches Teelicht. Ja. Okay, wir haben jetzt tatsächlich das offen, also nur einen und haben das offen gelassen und Piet macht es jetzt da rein und wir gucken, ob das dann hält. Das wäre toll. Das wäre der Kracher, würde ich mal sagen. Nee, rutscht müsste- aus. Rutscht raus, gucke. Ja, stimmt. Aber müsste es doch eine Möglichkeit geben, oder? Was meinst du? Es müsste. Die Idee finde ich gut. Klettband? Wollte ich gerade sagen, Klettband. Klettband ist jetzt die Option. Oder Magnete. Oder, genau, ja, Soll ich stimmt. mal Magnete holen? Ja, das ist auch die Idee. Ich war heute, hast du gemerkt, ich gehe heute das erste Mal. Wir sind fast fertig und ich gehe heute das erste Mal. Guck, na bitte. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, Piet. Ja, so merkt viel man, Mühe. du bist vorbereitet. Ja. Hervorragend. Und trotzdem hört ihr jetzt Musik. Die müssen ja direkt an die Spitze hier von den Klebelaschen, dann halten sie ja den Stern schon zusammen. Ich hätte vielleicht sogar 2 gemacht. Ja, weißt auf du? jeden Fall 2. Einmal einen rechts und einen links. Und hier unten hätte ich auch. Also da und da 4 sind das dann. Dann sogar 4, ja. So, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal nur den einen, ne? Also, es funktioniert, es ist aber ein bisschen wabbelig, oder? Es ist Es ist ein bisschen wabbelig und es ist halt eine Fummelarbeit. Ne? ist eine Fummelarbeit. Aber es hält schon. Piet, das ist der Kracher! Mit Magneten und dann kann man die tatsächlich wieder auseinander machen. Ja, und dann kannst du sie nach Weihnachten, wenn du sie nicht mehr brauchst, den Stern, kannst du ihn einfach zusammenfalten. Zack! High Five haben wir gerade gegeben, falls ihr euch fragt, was das war.
und kannst ihn in eine Schublade packen. Wir haben was ganz Tolles geschafft. Und wie gesagt, jetzt in dem Fall, wir haben ja jetzt zumindest das hier. Da könntest du jetzt so eine kleine, ganz filigrane Lichterkette noch reinmachen. Warte, wir müssen jetzt noch mal eben bitte Die andere Seite. Die andere Seite mit dem Magneten. Also es ist fummelig, ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, oder? das ist so. Aber die Arbeit hat sich gelohnt, oder die Mühe hat sich gelohnt. Ja, finde ich auch. Ich muss dir wieder ein bisschen Platz machen mit der Ja, macht nichts. Schutzfolie. Ich fummel mal eben die Magnete Ich habe auseinander. ja hier schon das doppelseitige Klebeband installiert. Und die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ist so glatt, dass da nichts anderes drauf klebt. Ich habe hier so viele Magnete. 1. Ich finde diese Art, dass es diese Magneten so überhaupt gibt, so toll. Ja, das Als ich stimmt. die das erste Mal gesehen habe, weil ich mich gefragt hatte, das war glaube ich bei Carmen. Irgendeine Box, die sie damit gemacht hat, irgendeine Schachtel. Ja, Carmen benutzt öfter. Ja. Wie hast du denn jetzt diesen Verschluss gemacht? Und dann hat sie mir das erste Mal die Dinger gezeigt. So ultra dünn und trotzdem auch so kräftig. Ja. Ich war total fasziniert, also es war beeindruckend. So, Okay. die Und Klebefläche ist vorbereitet. oh, ich finde die Idee mega mit dem Magneten. Und dann kann man das tatsächlich wieder. Ah, toll. Ja, vor allem dann hast du auch lange was von dem Stern. Ja. Und du kannst ihn gut lagern. Das ist ja das. Eben, und deswegen hält er dann auch länger, weil du ihn einfach zusammenfaltest und kannst ihn dann zu deiner restlichen Weihnachtsdeko irgendwo dazu packen. Und er überlebt dann auch mehrere Winter. Aber ich glaube, hier lohnt sich Geduld. Ja, ausnahmsweise mal ja. So, Bin Piet, du auch jetzt nicht der noch- geduldigste. Das muss ich ehrlich gestehen. Soll ich da irgendwie gegen? Ja, genau. Versuchen wir da so ein bisschen gegenzuhalten. Nee. Es drückt Ging, ein. ging eben besser, ne? Ja. Warte. Ich glaube, dass es, wenn du es klebst, genauso fummelig ist. Garantiert. Die letzten Laschen sind immer fies. Ja, das runter machen. So, hier klebt er. Ja. Aber hier, hier noch nicht. Oh mein Gott, das ist so geil. Also, wir haben jetzt am Ende ein Magnet gemacht. Und Ja. jetzt kannst du den mal auseinandernehmen. Dann kann man ihn nämlich auseinander machen. Und Ich mach mal so. genau, und dann kann man ihn nämlich so wegpacken. Dafür, dass wir letztes Mal so verkackt haben, hatten wir diesmal eine super Idee. Heute hatten wir einen Lauf. Also Heute das hat es, ist also toll, oder? super. Wenn da jetzt noch ein Band, du kannst jetzt noch ein Band dran machen. Ja. Was ist? Ich denke nur, das Band, wenn, müsste das vielleicht so rum sogar sein. Dass die Löcher oben sind. Ja, finde ich auch. Weil wir jetzt ja überwiegend diese geschlossenen Segmente genommen haben. Ich bin so, Alter, ich freue mich so diebisch über diese Magnet-Geschichte. Ja, ist doch eine super Idee. Das ist doch 1A. Ja, Schön. Hast du ein Plätzchen bei dafür, dieser, ja klar, am Fenster. super, sehr gut. Bei dieser Sternform denke ich immer automatisch an Maggie Simpson. Wieso? Weil Maggie Simpson immer einen Schneeanzug anhat, in dem sie sich nicht bewegen kann. Das oben ist die Kapuze und dann halt die Arme und die Beine. Also Baby Simpson für alle, die die Simpsons nie geguckt haben. Die haben Ich hab ein sie ganz nie kleines. geguckt. Ich habe alle Folgen verschlungen. Das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Bis vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so mit dem Kinofilm. Da ebbte das Interesse daran irgendwie ab, weil die Folgen dann auch so abgedreht waren, so irgendwie, nee. Weißt du was? Dafür, dass alle gesagt haben, dass das so schwer ist oder so fummelig, fand ich das jetzt. Da denke ich immer an dieses Sprichwort, das ist so ein typisches Handwerkersprichwort oder auch im Lager sagt man das auch ganz oft. Alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam jemand, der wusste das nicht und dann ging's. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn wir beide völlig unerfahren. Ja, manchmal hilft. Es kann auch zur Verzweiflung führen, so wie letzte Folge. Ja, aber es, Aber es kann auch der ist toll hervorragend geworden. funktionieren. Also jetzt weiß ich, was ich mache. Und ich weiß, dass ich Magnete brauche. Ja, jetzt hast du da nämlich auch einen Nutzen für. Und ich finde auch die Idee mit den Punkten finde ich gut. Ich glaube, das mit den Linien wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn man so hier mal so reinguckt. Ja, aber das wäre zu. Aber du müsstest wirklich genau auf das Muster achten.
Ja, und Das ist, da sind Punkte einfach besser. Ja. Und klack wieder zu. Ja, und dass man den jetzt auch wegpacken kann. Zusammenfalten, in die Schublade oder in die Box, wo man jetzt das andere Weihnachtszeug hat. Ja. Und er überlebt mehrere Winter. Du hast mehrere Ich weiß jetzt nicht, wenn man Licht rein tut, ob es zu schwer wird für die Magneten. Deswegen meine ich auch diese ganz filigrane Lichterkette. Aber die Batterien sind Wo immer diese da. dünnen Drähte, weißt du, der eigentlich nur aus Draht besteht. Ja. Und das Batteriepack würde ich dann gucken, dass man hier vielleicht die Spitze ein bisschen ankneift, da die Lichterkette durchfummelt und das Batteriepack außerhalb lässt und einfach mit an die Schnur hängt oder klebt ja, oder so. gute Idee. Dass das Batteriepack gar nicht erst da reinkommt, ne? Genau, dass das den Stern nicht extra belastet. Dann kannst du auch jederzeit da ran und an- und ausmachen. Dann musst du nicht immer aufmachen, um die Lichterkette anzumachen. Stimmt, wobei es gibt die ja auch mit Timer, aber irgendwann ist die Batterie leer. Also bei denen mit Timern weiß ich so zu Weihnachten, die habe ich auch viel benutzt. Maximal eine Woche. Ja, dann ist das die stimmt, leer. habe ich auch. Dann ist es vielleicht besser, doch ein bisschen hier entweder hinten durch ein Loch die Lichterkette zu fummeln oder sogar gar die Spitze ein bisschen Ja, also ich weiß, was ich jetzt stutzen. mache. Ganz viele Sterne. von denen. Ja, ich finde die Für jedes total Fenster cool. eins. Und du hast ein paar Fenster. Ich habe ein paar, ja. Oh mein Gott, ist das toll. Ich freue mich gerade total. Total. Ich auch. Haben wir Ich finde es gut toll. gemacht. Ja, haben wir wirklich. Ja, war eine schnelle Folge, ne? Ich war Kurz und schmerzlos. kurz und schmerzlos diesmal. Und wir gehen mit einem Lächeln, nicht mit einem tränenden Auge. Genau. Ja. Also war es für euch und für uns auf jeden Fall mal wieder etwas Gutes. Es hat mal wieder was funktioniert. Genau. Also für uns war es gut. Ja, sehr gut. Und die Idee mit den Magneten, freue ich mich tierisch Hervorragend. drüber. Total. Also weil das auch cool ist, den dann nicht kaputt zu machen oder irgendwo Richtig. hinzuhängen, sondern ihn einfach zusammenzuklappen in die Kiste und fertig. Bis Ich nächstes denke auch, Jahr. ich glaube selbst, also Klett wäre auch, glaube ich, gar nicht so gut gewesen. Nee, weil du er immer dann doch- drücken musst, ne? Du musst drücken, beziehungsweise dann ziehen, da reißt ihn dann mit aus Versehen vielleicht dann Ja, doch auseinander. das stimmt. Also Magnete ist schon eine coole Ja, Idee. ist 1A. Super. Alles Sehr schön. klar. Piet, Dann bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.